Hallo Modelleisenbahnfreunde, ich darf euch heute hier begrüßen zum Oktober-Update in meinem Modelleisenbahnkanal Bebbles Wunderwelt. Ich habe euch heute 3 Dinge mitgebracht. Zum einen, wie ist es weitergegangen im Bau des Bahnhofs, und das andere ist, was gibt es Neues auf der Eisenbahn, und das dritte Thema, wie immer am Schluss noch ein paar Fahrszenen. Beim Weiterbau am Bahnhof habe ich jetzt dieses Mal mit dem Bahnsteig weitergemacht zwischen den Gleisen 2 und 3. Dazu habe ich mir die Bahnsteige gekauft von Faller mit der Artikelnummer 120-191. Davon mehrere, da ja später auch noch Bahnsteige gebraucht werden für die weiteren Gleise. Bei dem Bahnsteig habe ich allerdings noch mit 3D-Druck auch einige Verbesserungen vorgenommen, doch dazu später mehr. Beim Faller-Bausatz 120-191 handelt es sich um einen schon seit Jahren im Programm befindlichen Bausatz. Dieser sieht die Beleuchtung mit einem Zusatz aus 2 Birnen und Leitungen, die sichtbar vom Dach zum Boden des Bahnsteigs führen. Dies hat mir so nicht gefallen, und weiterhin wollte ich das Dach auch für Wartungs- und Reinigungsarbeiten abnehmen können, ohne dass man die Steckverbindungen und Leitungen sieht. Dazu habe ich mir zunächst die Standsäulen in einem 3D-CAD-Programm nachgezeichnet, zunächst den Konus, danach den Sechskantfuß, anschließend die Schrägen des Sechskantfußes, danach die Ringe an der Säule sowie die Verrundung, anschließend noch eine Bohrung zur Aufnahme von Kabel und Steckern, die noch oben einen seitlichen Auslass bekommen. Das Modell wurde nun auf einem 3D-Drucker mehrfach ausgedruckt. Hier das Original in etwas dunkler und das Druckteil in hellerem Grau. Um die Bohrung noch zu kalibrieren, da der Drucker immer etwas Überstand in die Bohrung erzeugt, habe ich die Bohrung von Hand mit den entsprechenden Bohrern nachgearbeitet. Für die Steckverbindung im Fuß der Säule verwendete ich Stecker von Märklin der neueren Bauart. Da diese im hinteren Bereich etwas zu groß waren, habe ich diese auf einen Durchmesser von 2,5 mm abgedreht. Anschließend wurden diese mit einem Kupferdraht verlötet. Der Kupferdraht wurde nun in die Säule von unten eingeschoben und zum Schluss der Stecker eingedrückt. Das oben überstehende Ende des Drahtes wurde in die seitliche Ausbuchtung gebogen, so dass oben eine glatte Fläche aus Kunststoff entstanden ist. Diese Säule wurde nun mit Sekundenkleber an das Dach verklebt, mit den Drahtenden zur Dachmitte hin. Als Gegenstück zum Stecker habe ich Buchsen von Märklin verwendet. Bei diesen wurde das Kunststoffteil entnommen. Um diese ins Bodenteil des Bahnsteiges zu integrieren, habe ich die Bohrungen im Kunststoff aufgebohrt und die Seitenwände unten mit einem Schleifstift etwas geschwächt.
Anschließend wurden die Buchsen eben zur Bahnsteigoberfläche mit Alleskleber fixiert und zusätzlich mit Heißkleber gesichert. Als nächstes wurden die 4 Dachteile miteinander verklebt. Das Dachteil mit den beiden 3D-Drucksäulen befindet sich hinten. Um das LED-Lichtband einkleben zu können, habe ich die Querstege im inneren Dachbereich entfernt. Hier sind auch noch einmal die beiden Säulen mit den Kupferdrähten zu erkennen. Und hier noch die Rolle mit dem LED-Streifen von Moba LED 1. Danach wurde das zuvor abgelenkte, selbstklebende LED-Band mittig in das Bahnsteigdach verklebt. Die beiden Drahtenden wurden so gebogen und abgeschnitten, dass sie zu den Anlötpunkten des LED-Bandes passen. Zum Schluss wurden diese dann noch an das LED-Band angelötet. Nun folgte das Bodenteil. Auch hier wurden die 4 Teile miteinander verklebt. Anschließend wurden noch die Rampen angeklebt und die Treppenaufgänge eingefügt. Nun folgte eins der aufwendigsten Abschnitte während der Bauphase. Die Säulen sollten am Dach verklebt werden. Damit diese alle gerade stehen, habe ich die Säulen zunächst lose in das Bodenteil eingesteckt und dann Kleber in die Aufnahmen im Dach gegeben. Anschließend zunächst die beiden Stecksäulen eingesteckt und von dort aus kommend Säule für Säule im Dach eingefügt. Nach ausreichender Trockenzeit konnten Boden und Dach wieder getrennt werden. Als nächstes bekamen die beiden Hälften noch eine Patina aus Schmutzfarbe. Diese mische ich mir aus Revell-Farben mit Farbverdünner an.
Jetzt konnte der Einbau des Bodenteils auf der Anlage erfolgen. Hierzu mussten zunächst die beiden Buchsen noch an den Strom angeschlossen werden. Mit einem PUR-Kleber wurde anschließend das Bodenteil auf den Aufdopplungen fixiert. Nun war der große Augenblick gekommen. Das Dach sollte zum ersten Mal auf dem Bodenteil aufgebaut werden. Auch hier werden zunächst die Stecker eingesteckt und dann die Säulen eingefädelt. So sah das Ganze dann bei Tageslicht aus. Und so bei Nacht. Wie man sieht, ist der Bahnsteig viel zu hell beleuchtet. Um dies zu ändern, habe ich einen Putty mit 1 Kiloohm in die Zuleitung eingelötet und diesen dann so eingestellt, dass die Beleuchtung passt. Wie soll es jetzt weitergehen? Zunächst wird das Dach noch einmal zur Seite gestellt, dann müssen die verbleibenden Zwischenräume zwischen Gleis 2 und 3 verfüllt werden. Der nächste Schritt wird dann der Schotter und dessen Färbung auf Gleis 2 sein, bevor die Oberleitung für Gleis 2 montiert werden kann. Danach erfolgt die Ausgestaltung des Bahnsteiges mit Bänken, Werbetafeln, Gleisanzeiger und Personen. Dann kann das Dach wieder aufgesetzt werden. Was gibt es Neues auf meiner Modellbahnanlage? Zum einen eine schöne Dampflokomotive, die eigentlich eine Amerikanerin ist, aber in Frankreich gefahren ist. Das ist eine Lokomotive 141 R1244 mit der Artikelnummer von Märklin 38141. Diese ist auch gleich zu sehen. Und zum anderen, was hier schon auf der Seite steht, ist eingetrudelt der Dieseltriebzug Northländer von Märklin mit der Artikelnummer 39705. Eigentlich ein kanadischer Zug, der ursprünglich aus TE-Zügen der Schweizer und der niederländischen Bundesbahn gebaut wurde, beziehungsweise die wurden verkauft nach Kanada und ja, der ist hier auch zu sehen, hat mir ganz besonders gut wegen den Farben gefallen, deswegen habe ich mir den zugelegt. Eine Amerikanerin in Frankreich lautete der Titel auf dem Sonderprospekt von Märklin. Das Überraschungsmodell 2024 ist die Serie 141R mit der Artikelnummer 38141. Und es wurde nicht zu viel versprochen. Es ist eine sehr schöne und filigrane Schlepptender-Dampflokomotive geworden. Hier nun noch ein paar Sonderfunktionen und eine kurze Anfahrt. Später im Fahrvideoteil gibt es mehr davon.
Das Insider-Modell H0 2024 ist der Northlander. Als die RAM-TE in Europa nicht mehr gebraucht wurden, erwarb die Ontario Northland Railway mehrere Exemplare und baute diese für den Betrieb in Kanada um. Bei den Sonderfunktionen gibt es auch ein paar Dinge, die nur in Kanada üblich sind. Zum Beispiel die Nummernschildbeleuchtung oder auch die Classification Lights an den Enden des Zuges in Weiß, Grün und Rot. So, das war's wieder bis hierher. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Auch Kommentare sind erwünscht. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den folgenden Fahrszenen. Euer Webbel.